16.03. haben wir hier das Wunderland schließen müssen und seitdem gibt es nur eine Sache, wir fiebern auf den Moment hin, wo wir wieder aufmachen dürfen. Die Regeln haben sich ständig geändert, aber jetzt sind sie so, dass wir wieder aufmachen können. Wir können auch die Hygienemaßnahmen und Regeln einhalten. Wie ist das mit der Abstandsregel? Da haben wir intensiv, eigentlich 2 Wochen lang dran geknobelt. Wie kriegen wir das hin, dass der Besucher die Abstände einhält, ohne dass es hier eigentlich nur noch ein Thema für ihn gibt, wie halte ich die Abstände ein, sondern wir wollen ja, dass er in die Anlage abtaucht und dafür haben wir uns ein System geschaffen. Aber es braucht am Ende noch einen Stresstest, nämlich erstens funktioniert dieses Verkehrsleitsystem und zweitens ist die Freude des Besuches noch da oder lenkt das alles zu viel ab. Das haben wir getestet. Eigentlich ist das Wunderland, jeder kann sich frei bewegen und das geht in Corona-Zeiten nur bedingt. Und deswegen gibt es die Wunderländer Straßenverkehrsordnung. Wir machen nämlich hier ausnahmsweise einen Rundgang. Und damit man auch weiß, wo man lang gehen kann, gibt es Verkehrsschilder ohne Ende, wie im echten Leben. 600 sind es hier im Wunderland und es gibt verschiedene farbige Flächen. Normalerweise gehst du eigentlich so rum, wie du es gerne möchtest, brauchst auch nichts zu beachten, kannst überall hingehen, wenn sich nämlich kein Mensch in deiner Nähe befindet. Wenn sich aber jemand in deiner Nähe befindet, dann gilt die Wunderländer Straßenverkehrsordnung genauso, wie sie aufgemalt ist. Wir haben Straßen, wir haben Verkehrsschilder und wir haben gelbe und rote Flächen. Eine gelbe Fläche heißt, ich darf überholen. Wenn jemand neben mir zu langsam ist, kann ich auf der gegenüberliegenden Seite gucken, kommt keiner entgegen, kann ich überholen und wieder einfädeln. Bin ich also wieder schneller. Habe ich eine rote Fläche, dann heißt das, es ist ein Engpass und da dürfen nur eine haushaltsnahe Gruppe auf einmal sein. Wenn die da noch steht, muss jemand anderes warten. Also so Gegenverkehr hat vorrangmäßig. Wenn diese Fläche wieder frei ist, kann jemand anderes auf diese Fläche eintreten. Und ob das funktioniert, das haben wir heute getestet. Dann haben wir diese Straßenverkehrsordnung sozusagen erfunden und dann kam das Problem, wie kleben wir die auf? Dass wir am Ende 5 Kilometer Kleber brauchten, diese Folien, 3-mal alle waren wir irgendwo in Hamburg wieder Folien organisieren mussten, das hätten wir niemals gedacht. Wir haben am Ende, glaube ich, Montagmorgen begonnen in 2 Schichten mit 40 Leuten bis tief in die Nacht, dann den ganzen Dienstag bis wieder tief in die Nacht und ehrlich gesagt waren wir kurz bevor die Testleute kamen noch nicht mal fertig. Also das ist der blanke Wahnsinn, es ist typisch Wunderland, man hat Bock auf etwas und es läuft völlig aus dem Ruder im positiven Sinne. Und ich kann mal sagen, es ist gar nicht so einfach, so eine Kreuzung perfekt, gerade hier, wenn sie kompliziert wird, mit Verkehrsschildern auszustatten. Vielleicht ist das die Erklärung, warum in Deutschland oft zu viele Schilder da sind. Und ich mache es auf Nummer sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, alleine im Team gibt es für jede zweite Kreuzung 6 verschiedene Meinungen, wie man die beschildern muss. Ja, ich bin auf die Unfälle gespannt. Was auch gemacht werden musste, ist, wir mussten technische Menge ändern, weil die Kleinigkeit ist, die Druckknöpfe dürfen nicht mehr gedrückt werden. Das geht momentan nicht, sonst müsste dann dahinter immer einer stehen, der danach abwischt. Also musste eine Automatik geschaffen werden, die das gut auslöst und es einigermaßen nett hinbekommt, sodass das Wunderland auch so, das Interaktive auch noch interaktiv sich anfühlt, irgendwie mit Gedanken gesteuert, wäre mir am liebsten gewesen, habe ich noch nicht ganz hinbekommen. Und unser Einlasssystem war früher ganz anders, jetzt muss es wirklich exakt auf eine Zahl, die wir nachher sagen, das passt rein, exakt gesteuert werden und das waren auch Änderungen, die haben in 4 Tagen diese Augenränder verursacht. Und ich habe noch Gedanken, was wir ändern müssen. Aha, das hat er mir noch nicht erzählt. Aber der Test lief super. Dieses hochkomplexe Verkehrsleitsystem hier, was wirklich intensive Planung brauchte, 600 Verkehrsschilder und ähnliches, war eigentlich ja dafür erschaffen worden, dass wir die Abstandsregel einhalten können. Wirklich ganz auf sicher. Aber ich habe also das zu entwickeln,
Eines Morgens kam Freddy und sagte, Papst, ich habe keine Ahnung, ob er das nachts auf dem Klo hatte oder... Habe ich noch nicht erzählt. Ich habe mit einer Expertin gesprochen, tatsächlich, die sich mit Hygieneregeln und so auskennt, weil wir so viel Unsicherheiten hatten und wir wollten nicht auf Teufel komm raus öffnen. Es sollte einfach wie immer Wunderland richtig und gut und perfekt sein. Und da haben wir über eine Engstelle gesprochen. Da meinte sie, macht doch eine Ampel, ihr seid doch das Wunderland. Und in der Sekunde war sie geboren. In meinen Köpfen, alles klar, wir regeln alles mit der Straßenverkehrsordnung, machen ein paar Änderungen und dann ist es die Wunderländer Straßenverkehrsordnung. Ich kann mir die Situation bildlich vorstellen. Die arme Dame war es, ja? Die hat das gesagt und danach wahrscheinlich keine Reaktion mehr von Freddy. Immer nur, ja, ja, tschüss. Fast. Also, achso, ja, ja, danke. Sind wir fertig? Und genau, ich habe dann Alex ja? und Basti hergeholt und dann haben wir uns hingekniet und haben, glaube ich, bis nachts eine Kreuzung gebastelt. Damals noch mit Tesafilm, mit Papier und so weiter. Die habe ich gesehen. Aber es war cool. Wir hatten da schon das Gefühl, wir haben was Neues erschaffen, obwohl es eine Straßenverkehrsordnung ja schon gibt. Ja, also eigentlich würde ich sagen, der Stresstest ist super gelaufen, auch wenn er kacke anfing. Ja, okay. Ne? Weil am Anfang war es so, die Leute waren super brav. Die wollten alle Regeln erfüllen. Überall standen Journalisten. Das war so ein bisschen, der Blitzer steht da halt rum und man will kein Ticket kriegen, keinen Punkt in Flensburg und hier alles richtig machen. Und vielleicht ist es ja auch noch relativ neu, so eine Ausstellung wieder besuchen zu dürfen. Das heißt, die Abstandsregeln wurden hypergenau eingehalten. Und zu groß eigentlich, ne? Unsere Verkehrsregeln auch, was dazu führte, wirklich, dass es zu Stellen gab, wo man einfach länger warten musste, bis man wieder dran war. Und das hat sich ein bisschen aufgelöst, als die Journalisten so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Und da merktest du schon, wie so. Ja, das stimmt. Dann habe ich einmal noch mal durchgesagt, ihr dürft auch überholen. Ihr dürft auch mal illegal den Rundgang crashen und einfach mal in die andere Richtung gehen, wenn keiner da ist. Ja. Und dann ging das eigentlich super. Das stimmt. Es ist in dem Sinne ist ein Test in dieser Form, dass man die Leute einlädt. Du darfst sozusagen den entscheidenden Test mitmachen, niemals ein echter Test. Aber wir konnten Dinge beobachten, wir konnten viele Sachen sehen, die wir verändern müssen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, das wirkt alles nicht mehr so und am Ende war ich wieder zufrieden. Wir haben die Gäste gefragt, also ich weiß nicht, was du als Ergebnis hattest. Fast alle haben gesagt, dass sie das cool finden. Die nicht ganz so begeistert waren, haben gesagt, aber ich würde es auf jeden Fall lieber so besuchen als gar nicht. Das heißt, es war keiner da, kein einziger, der gesagt hat, ne, mach das nicht. Ich bin ja häufiger im Wunderland als Hamburger und fand das auch ganz toll, heute mal bei diesem Stresstest mitmachen zu können natürlich, da ich das Wunderland auch sehr vermisst habe in den letzten Wochen. Vom Gefühl her muss ich sagen, es ist ein bisschen anders, aber man fühlt sich ganz sicher. Der Abstand zwischen den Besuchern ist ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ich fühle mich besser als im Supermarkt, wenn ich hier unterwegs bin. Und die Anlage selber hat immer noch ihren alten Charme. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer noch, das anzugucken. So, und wenn ihr jetzt Lust habt, das Wunderland zu besuchen, wir öffnen am 20. Mai wieder, morgens um 8:30 Uhr wahrscheinlich. Das wird nicht ganz sicher sein, welche Öffnungszeiten wir die nächsten Wochen haben. Das passen wir immer an, je nachdem, wie die Nachfrage ist. Wir wissen nämlich gar nicht, wie viele Leute jetzt überhaupt kommen wollen, auch wenn wir nur ganz wenig Gäste pro Stunde reinlassen können. Keine Ahnung, kommen jetzt Massen oder nicht. Und wir tasten uns daran. Das heißt, ihr könnt ganz normal online eure Tickets buchen, sollt das sogar im Moment noch viel mehr als vorher, denn hier vor Ort wollen wir keinen Stau haben. Ihr müsst aber ein paar Dinge beachten, wie zum Beispiel, dass wir aktuell noch keine Garderobe aufmachen dürfen, dass das Bistro jetzt auch gerade geklärt wird, wie wir das aufmachen können. Es gibt einfach andere Regeln, dass es ein Rundgang eigentlich ist, wenn gerade Leute in der Nähe sind, dann könnt ihr euch frei bewegen, wenn keiner in der Nähe ist. Es gibt einfach ein paar andere Regeln und wenn ihr doch nicht ganz sicher seid, ob das für euch passt, im Internet stehen die alle und wenn ihr dann bucht und hierher kommt, freuen wir uns wahnsinnig auf euch, dass ihr endlich wieder da seid.